Hallo EMTB News. Heute geht es hier um einen Cube Stereo Hybrid 155 TM. Hier bei mir ist der Mitch. Servus Leute. Der Mitch ist eigentlich mehr auf der Bio-Seite zu Hause, also er ist Tester und Redakteur bei MTB News. Hat mir aber ganz gut geholfen bei einem Vergleichstest von E-Bikes, weil wir ähnlich schwer sind. Er ist ein bisschen größer, er fährt schneller Rad als ich. Aber ich bin dran und wir haben uns gedacht, wir machen zusammen den Test, weil wir einfach auch so von den Vorlieben am Rad ziemlich identisch sind. Also wir müssen am Fahrwerk wenig verstellen, fahren ein ähnliches Setup und von der Seite her können wir uns da auch ein gutes Feedback geben. Können direkt tauschen. Genau, wir können eigentlich am Trail Ausgang zack tauschen, hochfahren und nochmal fahren und dann drüber palabern. Und palabern können wir beide total gut, könnt ihr sicher sein. Jetzt geht es aber mal ums Cube Stereo Hybrid 155 TM. Ganz kurz bevor wir zu dem Rad kommen, hier hinter uns steht's. Das ist eine Neuentwicklung von Cube. Das erste Mal seit wirklich vielen Jahren, dass kein neu entwickeltes E-Bike ist, was getrieben wurde von einem Zulieferer. Also man hat kein neues Bike entwickelt, weil Bosch ein neues Motorsystem bringt, sondern man hat ein neues Bike entwickelt, weil man Bock drauf hatte. Und das finde ich so wirklich geil an dem Rad. Man merkt es auch, es ist ein neues Cube. Es ist ein ganz anderes Rad als die Räder davor. Mal eine Frage, du wirst es wahrscheinlich wissen, das TM im Namen hat ja damit auch, glaube ich, was zu tun, oder? Das TM kommt schon ein bisschen früher, das bedeutet Trail Motion. Ja. Und das ist eigentlich so ein internes Kürzel gewesen, weil die Produktmanager bei Cube, die haben die Serienräder oft ein bisschen umgespeckt für sich selber. Und irgendwann kam einer auf die Idee, hey, du hast jetzt bei deinem Rad eine Gabel mit 10 mm mehr Federweg drin, du hast ein anderes Schaltwerk dran, du hast eine bessere Karkasse auf dem Laufrad. Warum machen wir da nicht eine Edition draus, dass halt einfach der Endkunde auch die Möglichkeit hat, genau dieses Rad zu fahren. Und das hat man unter diesem TM dann drunter gepackt. Finde ich total spannend. Finde ich auch gut, weil ich denke mir immer so, was die Produktmanager fahren, ist in der Regel wahrscheinlich auch noch mal besser als der Serienspec, einfach weil es noch mal mehr, sie sind tiefer drin, es passt besser zum Rad, zur Charakteristik und so weiter. Wie gesagt, hier das Rad, Vollcarbonrahmen, Carbon-Hinterbau, kennt man von Cube. Formensprache ist neu, der Dämpfer liegt, steht nicht mehr. Ansonsten 160 mm an der Front Federweg, 150 am Heck. Fahrwerk ist ein Fox 38 Factory Grip 2 Gabel, Fox Float X2 Dämpfer, auch Factory natürlich. Cockpit ist Raceface, finde ich cool. Also finde ich ziemlich gut, weil es keine Hausmarke, also man sieht, hier wurde nicht gespart beim Spec, sondern hier wurde einfach geklotzt. Also so richtig. Und das ganze Rad, wie es da steht, kostet 7.999 €. Genau, und da muss man auch sagen, was das angeht, Preis-Leistung, ist es schon echt geil. Also du hast Shimano XT komplett, du hast Newman-Laufräder, du hast, was du schon erwähnt hast, das Fox Factory Fahrwerk und für mich persönlich ein sehr wichtiger Punkt, du hast sehr gute Reifen. Die besten in dem Vergleichstest, weil wir haben das Rad in einem Vergleichstest gehabt gegen Orbea, gegen Canyon, gegen Highbike und an dem Rad sind die besten Reifen verbaut. Du hast vorne und hinten Max-Grip-Reifen, was auf einem E-Bike meiner Meinung nach völlig Sinn macht. Voll. Also auch hinten stört mich das da gar nicht. Du hast eine Double-Down-Karkasse hinten. Vorne hast du Exo Plus, was ausreichend ist auf jeden Fall. Und bei den Preisen von Reifen heutzutage ist es gar nicht so verkehrt, die nicht tauschen zu müssen auf Anhieb. Voll. Also ich meine, oftmals, das sind so Sachen, viele Leute tauschen die Griffe, noch mehr Leute tauschen den Sattel, wenige Leute tauschen die Reifen, ist auch eine Kostenfrage, aber hier musst du den Reifen gar nicht tauschen, weil einfach, die sind gut. Und du musst auch die Griffe nicht tauschen. Ich bin da sehr penibel, ich habe sehr große Hände und brauche einfach dicke Griffe und dann natürlich auch komfortabel am Ende. Und die Griffe hier sind definitiv die besten im Test. Ich habe auch den Sattel nicht getauscht. Ja, den müsste ich auch nicht tauschen. Der ist nämlich ein bisschen kürzer, hat sich für mich total gut gesessen. Ja. Also für mich, oder wenn ich überhaupt einen Freund fragen würde, ey Rico, pass auf, Kauftipp, cooles Rad für wenig Geld, also 8.000 € ist nicht wenig Geld, aber vergleichsweise mit anderen Bosch-Rädern ist das voll okay, würde ich wahrscheinlich sagen, hey, das Rad ist es, weil es ist top ausgestattet. Also Preis-Leistung würde ich auf jeden Fall sagen, ist das Beste. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Fahreigenschaften, können wir mal in die Richtung gehen. Sehr gut grundsätzlich. Es gibt ein kleines Problem, das können wir gleich mal vorne wegnehmen. Können wir machen. Das ist nämlich der flexende Hinterbau. Das ist mir besonders aufgefallen gleich am Anfang. Ich bin ja relativ schwer.
Ich wiege ca. 100 Kilo, nackig. Und so ein Hinterbau, wenn der stark flext, das spüre ich relativ schnell, gerade in Anliegerkurven, härtere Böden, man ballert schön rein und das Fahrrad verbindet sich schon spürbar. Wir haben es dann auch mal hingestellt und ich habe mir gedacht, irgendwie der Hinterbau fühlt sich ein bisschen merkwürdig an. Ich habe dann mit der Hand sozusagen den Reifen gegen die Streben des Hinterbaus, gegen die Sitzstreben gedrückt und das konnte ich mehr oder weniger mit Leichtigkeit. Ja. Und das kann ich bei anderen Fahrrädern eigentlich selten. So ist aber nicht zwingend nur ein Nachteil. Also, nee, du hast dadurch auch mehr Grip. Das ich kann mich daran erinnern, wir waren ja zusammen im Finchgau, haben einen Großteil des Vergleichstests produziert und an einem Tag wussten wir wollen einen Trail fahren, wo ein relativ langes Steinfeld, es war nasses Steinfeld war. Und kalt. Und ich bin mit dem Cube gefahren und wir sind auf dem Weg dorthin, haben wir uns noch drüber unterhalten und ich war der Einzige, der sich auf das Steinfeld gefreut hat, weil ich wusste, der weiche Hinterbau, die grippigen Reifen machen aus dem Rad nicht dung, 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 sondern also du kannst halt so durchfahren. Es folgt dir halt ein bisschen leichter, meiner Meinung nach. Es folgt dem Untergrund dadurch ein bisschen besser. Natürlich hast du noch den Vorteil Max-Grip vorne hinten. Macht wirklich einen großen Unterschied. Das haben wir gerade im Winchgau gemerkt, bei irgendwie teilweise um die 0 Grad oder vielleicht mal 5 Grad, wenn es hochkommt. Dazu noch nass, glitschige Wurzeln und Steine und da merkt man einfach einen Riesenvorteil mit grippigen oder mit klebrigen Reifen. Und der Hinterbau, der gibt da wirklich noch mal ein bisschen eine Nuance Grip mehr dazu. Genau. Ja. Und wenn du aber viel im Bikepark bist oder viel so hart durch Kurven, dann mache ich gerne. Machst du sehr gern, mache ich weniger, aber Mitch macht's viel. Und da hat man halt das Gefühl, wenn man es dann mal macht, also der Reifen ist vielleicht gleich runtergeratzt. Und vor allem, wenn man das wahrscheinlich mal über Monate macht, wir haben es ja jetzt bloß ein paar Tage gemacht, wirst du es auf jeden Fall auch am Rahmen sehen. Also wir haben es auch jetzt schon sehen können, weil der Reifen einfach, wenn man so will, in jeder bisschen stärkeren oder schnelleren Kurve oder eine Kurve mit starker Kompression einfach den Rahmen berührt. Und über ein paar Monate... Kann passieren, ja. Ich weiß es nicht, was es für Folgen haben kann. Ich denke mal, es wird erstmal nur der Lack sein. Aber ist auf jeden Fall jetzt nicht unbedingt ein Plus. Nee, ist auf keinen Fall ein Plus. Was aber für mich Plus ist, das Rad ist playful, das Rad ist satt, agil, also das Gewicht ist halt wirklich niedrig für ein Bosch-Rad. Es fährt sich dementsprechend zügig, meiner Meinung nach. Von der Geometrie finde ich es ein bisschen geduckt, fordernd nach vorne, würde ich sagen, will das Rad. Für mich war es, wie gesagt, ich habe es schon gesagt, auf jeden Fall ein schnelles Rad. Und hat auch gut funktioniert. Ich würde für mich persönlich das Cockpit ein bisschen höher bauen. Rein vom Gefühl her, ich stehe gerne ein bisschen aufrechter. Es hat auch einen relativ niedrigen Stack. Was heißt niedrig? Es ist ein bisschen über 630 mm Stack. Was grundsätzlich jetzt für die Rahmengröße, das ist ein L, jetzt nicht super niedrig ist. Aber meiner Meinung nach, genau wie du, ich würde es auf jeden Fall auch ein bisschen hochsetzen. Ja, wir sind aufgrund der Körper, ich bin 1,83, du bist 1,94. 94, das ist schon mal ein riesen Gap drin. Aber dadurch will man eigentlich auch ein bisschen aufrechter stehen. Also, ich bin es halt gewohnt, kleine Räder zu fahren, weil ich grundsätzlich das agile Fahrverhalten lieber mag als super stabil. Das brauche ich nicht. Ich mag es eher ein bisschen verspielter. Ja. Deswegen kommt mir das ganz entgegen, wenn die Räder für mich einen Ticken kleiner sind. Grundsätzlich bei mir ist es so, das Fahrrad ist auf jeden Fall zügig zu fahren. Ich komme aber relativ schnell an die Grenzen, was den Hinterbau angeht. Das ist dann für mich persönlich nicht präzise genug. Das liegt vielleicht auch ein bisschen an meinem Fahrstil. Der ist relativ aggressiv, würde ich sagen. Ja. Und da merke ich einfach, wie das Fahrrad sich unter mir verwindet. Es ist jetzt kein großes Problem. Man gewöhnt sich vor allem dran, wenn man es eine Weile fährt. Aber jetzt so im direkten Vergleich mit anderen Rädern. Das ist ja aber genau das Thema. Weißt du, wir haben halt den Vorteil, wir fahren zum Trail-Ausgang und steigen auf das nächste Rad und auf das nächste Rad und auf das nächste Rad. Wenn ihr das Rad habt, dann hat man den Vergleich ja nicht permanent. Also sprich, wenn man sich auf das Rad einlässt und nur mit dem Rad unterwegs ist, denke ich dann, und vielleicht keine 100 Kilo schwer ist, das ist wahrscheinlich schon so ein Thema. Ich bin ein Grenztyp dann, sozusagen. Ja. Also mit 100 Kilo bist du natürlich immer irgendwo an der Grenze und das muss man da auch mit reinnehmen in die Bewertung und das ist mir auch vollkommen bewusst. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es mir irgendwie zu weich ist. Es ist halt einfach etwas weicher, etwas flexibler im Hinterbau, was aber nicht unbedingt störend ist. Und es ist für Leute, gerade die nicht immer Vollgas hämmern, die vielleicht auch ein bisschen leichter sind, ist es sogar ein Zugewinn an Komfort und an Grip. Weil wenn du das nicht ständig ausreizt mit dem Hinterbau und einfach in jeden Anlieger reinknallst, ist das eigentlich völlig in Ordnung und wirst es wahrscheinlich nicht mal groß spüren. Wahrscheinlich nicht und wie gesagt, Vorteil Grip ist ja auch nicht zu unterschätzen. Ist ja, definitiv. Wichtig. Gerade im technischen Geläuf kann das ein Vorteil sein, gerade bei Bedingungen, wie wir sie hatten im Winchgau. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich dich fragen würde, für wen
ist es denn geeignet? Was würdest du sagen? Also geeignet ist es auf jeden Fall für Anfänger bis Fortgeschrittene. Ich würde auch sagen, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Da kommt es aber vielleicht auch auf den Fahrstil und aufs Gewicht an. Grundsätzlich ist es halt auch dadurch verzeihend, dass es so viel Grip hat und so flexibel ist. Definitiv Anfänger bis Fortgeschrittene und für Leute, die nicht ganz so schwer sind, dann auch noch ein bisschen schneller, würde ich sagen. Ja, würde ich genauso unterschreiben. Also ich hätte auch gesagt, Anfänger bis Fortgeschritten, ambitionierte Fortgeschrittene, vielleicht die leichter sind, die auch nicht diesen extremen Kurvenfahrstil haben. Sicher auch. Ich meine, wie gesagt, wenn jemand Radfahren kann, kann er mit jedem Rad gut und schnell fahren wahrscheinlich. So. Aber das ist mal so unsere Empfehlung. Also es ist ja auch ein Vergleich. Also wir müssen ja auch irgendwelche Vergleiche setzen. Und in dem Vergleich ist es einfach so, dass das Fahrrad einfach eine Grenze hat. Und die Grenze zeigt eben eher der Hinterbau auf als der Rest. Weil die Ausstattung ist top, da brauchen wir nicht drüber streiten. Mehr braucht man nicht. Fox oder RockShox ist ein Vorlieben. Jeder mag was anderes. Grundsätzlich ist es aber tipptopp, da kann man nichts sagen, auch für das Geld. Und der Hinterbau ist das einzige für mich das Manko, wo ich sage, ja, das limitiert das Fahrrad für mich ein bisschen. Ja. Ist aber nicht so, dass ich sage, das Fahrrad ist damit nicht fahrbar. Man kann damit absolut Spaß haben und auch hämmern. Ja, sehe ich genauso. Das war's zum Cube Stereo Hybrid 155 TM. Wenn ihr Fragen zu dem Rad habt oder vielleicht selber ein Cube fahrt, haut's mal in die Kommentare rein. Das würde mich persönlich interessieren. Wie sind eure Erfahrungen mit dem Rad? Vielleicht habt ihr das Rad auch selber. Dann postet's auch mal in die Kommentare. Ja. Mitch, es war mir ein Fest, wie immer. Ich würde sagen, bleibt elektrisch. Ciao.